Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen bei Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was passiert wäre, wenn es keinen zweiten Godzilla in der Showa-Ära gegeben hätte. In der Lore des ersten Godzilla-Films war Godzilla ein legendäres Wesen und wurde am Ende des Films besiegt. Erst im nächsten Film und auch in späteren wurde aus Godzilla eine eigene Art. Für die Beantwortung dieser Frage gehen wir davon aus, dass alle Ereignisse, die nicht mit Godzilla direkt zu tun haben, so geschehen wären, wie sie sind. Und das heißt, dass zum Beispiel Rodan und Mothra dennoch aufgetaucht wären. Nun würde mancher vielleicht denken, dass einfach viele Städte nie zerstört worden wären und auch Japan nicht in ständiger Angst vor einem Angriff leben müsste. Und doch gehen wir erstmal chronologisch vor. 1955 wäre dennoch der Motor von Kobayashi ausgefallen und er wäre auf der Insel Iwata gestrandet. Zusammen mit seinem ihm zum Hilfe eilenden Freund Tsukioka hätten sie Anguirus entdeckt. Dies führt nun zu zwei Szenarien. Im ersten wären beide gefressen worden. Dies ist allerdings recht langweilig, weshalb wir mit dem zweiten Szenario weitermachen. In diesem gelingt beiden die Flucht und sie berichten wie im Original von ihrer Entdeckung. Da in der Lore des Films auch Anguirus ein Spitzenpredator war, hätten sich die japanischen Behörden auch dieses Mal einen Abwehrplan ausdenken müssen, auch wenn niemand weiß, ob und wann Anguirus in Japan Land gehen wird. Osaka wäre dieses Mal von der Zerstörung verschont geblieben. 1956 wären beide Rodan auf Kyushu aufgetaucht und die Ereignisse wären wie gewohnt abgelaufen. Von ihnen würde also keine Gefahr ausgehen. Nun könnte noch spekuliert werden, ob der Vulkanausbruch oder die Präsenz der Rodan Anguirus angelockt hätten. Aber da der Film damals noch nicht im selben Universum wie Godzilla spielte, gehen wir darauf nicht weiter ein. 1961 hätten die gewohnten Ereignisse von Mothra stattgefunden. Da aber auch diese noch nicht im Godzilla-Universum spielten, gehen wir auch hier erstmal nicht weiter darauf ein. 1962 würde es zu einer Änderung kommen. In diesem Jahr wurde King Kong ins Godzilla-Universum aufgenommen. King Kong würde wie gewohnt auf der Insel Faroa entdeckt werden, er würde aber nicht für den Kampf gegen Godzilla nach Japan gebracht werden. Es wäre allerdings möglich, dass man ihn für einen Kampf gegen Anguirus einsetzen würde oder er als Trumpf erstmal auf der Insel bleiben würde. 1964 würde der Kampf zwischen Godzilla und Mothra ausfallen. Doch etwas viel Interessanteres würde sich kurz darauf abspielen, denn King Ghidorah taucht auf. Mit diesem Film wurden Mothra und auch Rodan in das Godzilla-Universum aufgenommen und die Allianz zwischen Godzilla, Rodan und Mothra würde diesmal ohne Godzilla auskommen müssen. An seine Stelle könnte Anguirus treten, da er als Spitzenpredator Ghidorah als Feind sehen würde. Auch King Kong, der von Ghidorah angezogen werden könnte, wie damals von Godzilla, könnte Ghidorah die Stirn bieten wollen. Spätestens wenn Ghidorah die Insel Faroa angreifen würde oder wenn die japanische Regierung ihn nach Japan bringen lässt, würde es zum Kampf kommen. Nun würden sich wieder zwei Szenarien ergeben. Im ersten Szenario würde Ghidorah unterlegen und es würden sich mehrere neue Szenarien ergeben. So könnte zum Beispiel einer der Widersacher sein Leben verlieren. Anguirus könnte als Spitzenpredator die Situation nutzen und seinen ehemaligen Verbündeten auslöschen. Mothra und King Kong könnten überleben und in ihrer Rolle als Beschützer der Menschen wäre die Gefahr durch Kaiju erst einmal gebannt. Oder es löschen sich gar alle gegenseitig aus. Im zweiten Szenario würde Ghidorah gewinnen und die Erde genauso zerstören wie zuvor die Venus. Selbst falls Monster Island von Ghidorah verschont geblieben wäre, so würde Minilla trotzdem von den Kamakuras getötet werden, da Godzilla ihm nicht zur Hilfe gekommen wäre. Dementsprechend würde er nie zu einem ausgewachsenen Godzilla werden und die Erde befreien. An dieser Stelle lassen wir unser erstes Was wäre wenn zu Ende gehen. Denn in diesem Szenario hätten alle weiteren auftretenden Außerirdischen, wie zum Beispiel die Black Hole Aliens, kein Interesse an einem zerstörten Planeten. Ob Hydrox entstehen würde, wäre offen, da die Welt zum Zeitpunkt des Entstehens bereits zu einem großen Teil oder sogar komplett zerstört worden wäre und es damit keine Umweltverschmutzung mehr geben würde. Einzig das Volk von Seatopia könnte noch intervenieren, da sie Megalon kontrollieren. Außerdem haben sie Kontakt zu den Außerirdischen, die Geigan kontrollieren. So könnte es erneut zu einem Kampf um die Vorherrschaft der Welt kommen. Auch der Jaguar wäre wahrscheinlich niemals gebaut worden, da entweder seine Bauer Ghidorah schon zum Opfer gefallen wären oder sie nicht an das benötigte Material für den Bau kommen würden. Wir hoffen, dass euch die erste Folge gefallen hat und natürlich auch, dass euch die weiteren gefallen werden. Bis dann. Es war Frankenstein.